Ja, einen wunderschönen Abend zusammen. Wir sind wieder pünktlich live, wie man es von uns kennt. Wir möchten heute über eine ganz besondere Kamera sprechen und zwar ist es die GFX 100 RF. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt nicht in unserem normalen Studio, sondern wir dachten uns, warum immer Gäste einladen? Wir können ja gerne auch mal rausfahren, ne? Vor allem wenn es ein neues Studio gibt. Von daher, wir sind hier zu Gast beim lieben Louis Rüsing und er hat die Kamera schon gut getestet, da reden wir gleich ganz, ganz viel drüber. Für die Leute, die dich noch nicht kennen vielleicht, am besten stellst du dich einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Okay, den Rundumschlag also. Den Rundumschlag. Perfekt. Ich bin Luis, ich bin Meisterfotograf hier aus Köln und habe mich auf Produkt- und Foodfotografie spezialisiert, mit Überschneidung natürlich in der Werbefotografie und bin seit 2 Jahren Fuji Ambassador und nutze selber die X-Systeme, das XH-System und jetzt durfte ich von euch die wunderbare GFX 100 RF testen, um mit dem Mittelformatsystem noch mal ein bisschen rumzuspielen. Mein Daily Business kann man vielleicht einmal ganz kurz für die Leute, die lieber was sehen wollen, können wir das gerne einmal ganz kurz zeigen. Ich mache das, was den Leuten Hunger machen sollte im Idealfall, nämlich viel Foodfotografie. Ihr habt das ja selber schon am eigenen Leib bei unserem Shooting erleben können, wie das ist. Das ist richtig, schrecklich. Ganz, ganz schlimme Schicksale. Genau, von klassischer Werbefotografie, Restaurantbebilderung, Imagebilder. Das alles so im Food-Bereich. Wir arbeiten auch viel mit Drinkherstellern, Cafés, Spirituosen zusammen, aber halt auch klassische Produkt- und Werbefotografie für Küchenhersteller, für hier zum Beispiel Oberwert als Kamerataschenmanufaktur, Parfums etc. Also ein breites Spektrum, was wir eigentlich anbieten. Aber im meisten Fall ist es tatsächlich Food und Produkt, wo wir ja den Food Case im Restaurant ja zusammen gemacht haben, wo wir ja nachher noch mal ein bisschen was zu zeigen auf jeden Fall. Genau. Ne, also wir haben wirklich heute, können wir aus der Praxis reden, wir können aus der Praxis was zeigen, das wird echt, echt cool. Und deswegen, wenn ihr irgendwo im Stream Fragen habt, fragt. Ne? Also wir können gerne alles beantworten, zur Not gucken wir es nach, wir haben die Kamera hier, da gucken wir auch gleich direkt rein oder gerne in den Chat schreiben. Und falls ihr das Ganze im Nachgang seht und wir haben die Fragen nicht beantwortet, natürlich gerne einfach in die Kommentare schreiben, dann werden entweder wir das beantworten oder wir werden Louis nochmal anschreiben, dann kriegen wir da die Antwort. Also von daher ist das absolut kein Thema. Von daher würde ich sagen, gehen wir rein, packen wir mal aus. Gerne. Dann schauen wir mal, was alles vor allem dabei ist, denn das muss man schon mal vorab wegnehmen. Das ist ein bisschen mehr, als man sonst vielleicht gewohnt ist bei einer neuen Kamera. Auf jeden Fall. Vor allem gerade so an Zubehör war ich echt erstaunt und begeistert, muss man ganz klar sagen. Weil wirklich eigentlich so, dass das komplette Setup schon komplett dabei ist, ohne dass man sich noch was von Fremdherstellern dazu holen muss. Fangen wir mal mit der Kamera an. Wenn man es rauskriegt, so. So, da ist das gute Stück. In der richtigen Farbe natürlich auch, ne, ganz wichtig. Geschmacksfrage. Dann, was mich beim Auspacken als allererstes geflasht hat, war das Band, was dabei ist. Also hier ist so ein Rope-Band, auch mit einer schönen Polsterung nochmal, super hochwertig verarbeitet. Was auch gerade, finde ich, von der Länge perfekt war, dass man es nicht nur so wie bei den klassischen Kamerastellern so Touri-mäßig so nur um den Hals tragen kann, sondern das kann man wirklich sehr gut auch Crossbody tragen, was ich für mich jetzt im Alltag super angenehm finde, weil ich habe eigentlich immer nur Bänder, die man mindestens Crossbody tragen kann, dass man so ein bisschen flexibler ist und es nicht immer so vor der Brust baumeln hat. Aber halt auch so mitgelieferter Filter von Fuji selber als UV-Filter, den man draufschrauben kann. Und dann, was ich sehr schön finde, weil ich auch auf meiner X100 habe ich auch eine Square Hood drauf, ist halt quasi auch die passende, abgestimmte Square Hood mit dabei und quasi so ein Adapterring, wo man das mit zusammenbauen kann. Ja, komplett. Ja, den braucht man auch, wenn man jetzt den Filter und die Lenshood drauf machen möchte, muss man den Adapter auch mit dazu nehmen. Einfach auch, dann ist er halt auch wettergeschützt. Ne? Das kennt man vielleicht von der Fuji X100er Serie. Die ist ja auch nicht ganz wettergeschützt, weil das Objektiv sich minimal bewegt. Das haben wir hier auch, aber dann mit dem ganzen Adapterring dann dazu ist es dann auch wieder wettergeschützt, wenn der Filter drauf ist. Dann kann man auch rausgehen im Regen. Hatten wir an dem Shooting-Tag auch. Dann hat es leider ein bisschen angefangen zu reden. Da muss man sich dann auch keine Gedanken drum machen. Das ist dann relativ entspannt. Ja, ich baue sie mal einmal zusammen, wie ich sie benutzt habe quasi. Man nimmt dann einfach so diesen kleinen Adapterring, wie man den von der X100 auch kennt, ab. Kann dann quasi den Zwischenring aufschrauben. Vorführeffekt, wie man das kennt. Ist auch ein bisschen fuckelig.
das ist den richtigen Punkt zu treffen. Wenn es dann einmal ist. Dann hat man hier halt auch das Filtergewinde, wo man die 49 mm Filtergewinde draufschrauben kann. Also es ist jetzt nur ein UV-Filter, so ein Schutzfilter. Wer jetzt ProMist oder sowas mag zum Beispiel, könnte man da auch mit draufsetzen und dann quasi die Gegenlichtblende. Das rastet auch schön ein, also es kann sich nicht verdrehen, wie man das oft hat. Das fand ich jetzt auch ganz angenehm, sondern dass es wirklich halt so ein geschlossenes Setup ist und echt sehr gut in der Hand liegt. Ja. So. Es geht auch noch von der Größe. Ich hatte, als ich die Anfangsbilder gesehen habe, so ein bisschen Angst gehabt, dass es zu groß wird, wenn ich das ganze Kit da drauf mache. In der Realität geht es tatsächlich dann auch wieder. Ist jetzt nicht mehr das Kleinste mit dem ganzen Kladderadatsch dran. Also muss man schon gucken. Also Hosentasche wird schwierig, sag ich mal Gut, so. Hosentasche allgemein, glaube ich, wird schwierig. Aber ich fand es jetzt auch verkraftbar, gerade im Verhältnis zu anderen Kamerasettings oder allgemein, wenn man wieder sich vor Augen führt, dass es ein Mittelformat ist, ist das immer noch klein und handlich gegenüber alles andere. Deshalb, nee. Und auch leicht genug. Ne? Also man kann ja auch täglich mal einfach für den privaten Gebrauch. Ist ein bisschen dekadent manchmal, wenn man sich das vorstellt, so mit 100 Megapixel Mittelformatsensor sein Tagesleben zu begleiten, aber es geht tatsächlich dann. Es geht, ja. Ich habe das beste Beispiel war ja, ich habe ja normalerweise immer meine X100 mit dabei, wenn ich gerade so privat, gerade mit Kind oder so am Spielplatz gehe. Diesmal habe ich mal die mitgenommen und ich glaube, es hat noch selten ein Vater mit 100 Megapixel das spielende Kind im Sand fotografiert, aber auch mal schön. Und man merkt es halt fast nicht. Also wenn man sie Umhänge hat, vom Gewicht oder von dem Handling her, wenn man Fuji-Kameras gewohnt ist, merkt man fast nicht, dass man eine Mittelformat in der Hand hat. Und das war schon crazy mit dem Output dann. Das stimmt. Bevor wir auch in die wirklich Praxisbeispiele reingehen, ich würde es einmal auch, damit man es gesehen hat, im direkten Vergleich mit X100 mal nehmen. Genau, du kannst entweder deine oder die andere silberne, wie es dir lieber ist. Jetzt kein Band dran. Ich mach das jetzt mal. Ne, also da sieht man, die ist natürlich größer geworden. Ne, ist logisch, einfach wegen dem Sensor, der da drin steckt. Aber sie ist jetzt nicht massiv viel größer. Von daher glaube ich, ist das alles noch verkraftbar, wenn man das gewohnt ist, generell schon ein bisschen größere Kamera mal zu haben. Auch vom Gewicht her, also wenn man jetzt beide nebeneinander hat, ist es halt marginal schwerer. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt so, okay, boah, hier ist jetzt im Verhältnis zu einer Spiegelreflex oder Spiegellosen, das ist echt noch in Ordnung, auch für so Daily Carry. Ja, also wo man das, was man bei der noch hat, ist halt vorne noch ein Hybrid-Sucher. Ne? Den haben wir halt jetzt da nicht, das fehlt da leider, das Sucherpatch, aber Herrgott. Ich habe sowieso nie oft genutzt, tatsächlich. Also ich war sowieso eher dann rein elektrischer Sucher oder übers Display. Deshalb habe ich es jetzt in meinem Gebrauch jetzt gar nicht so vermisst. Aber ich glaube, es ist auch einfach der Bauart mit der festen Optik und dem großen Sensor geschuldet, dass man das, glaube ich, auch gar nicht in das Gehäuse gut reingekriegt hätte. Oder es wäre dann wieder noch größer geworden. Ja, also die offizielle Begründung war auch so ein bisschen, dass die Vergrößerung halt auch ein Problem darstellt. Ne? Wenn ich das, vor allem auch mit den Crop-Zooms, wo wir noch gleich drauf kommen, wird halt schwierig, das mit diesem Hybrid auch ordentlich darzustellen. Ansonsten werden die Focus-Patches auch alle irgendwann sehr, sehr klein geworden, die ganzen Bereiche, wo man sich dran orientieren würde zum Beispiel. Oder mit dem Scaling für die Vorschau. Deswegen haben sie gesagt, hey, dann sparen wir uns den Platz lieber für andere wichtigere Sachen. Haben es dann weggelassen, dafür einen vernünftigen elektronischen Sucher reingepackt. Ja. Von daher, mit dem kann man ja auch arbeiten. Ist super. Nicht, ne, dass man da wirklich Abstriche macht. Ist halt schade. Ich hätte es super gerne gehabt, als ich die RF gelesen habe und so, Rangefinder, so, so geil. Leider nicht, aber naja, kommen wir, glaube ich, noch gerade so drum herum. Dann würde ich sagen, wir haben was vorbereitet und zwar haben wir dich ja begleitet bei deinem Job, wie du damit mal ein bisschen gearbeitet hast und das würde ich jetzt einfach mal abspielen lassen. Von daher, das ist jetzt kurz was Aufgezeichnetes. Ansonsten, wenn ihr schon Fragen habt, dabei oder zu was anderem, gerne schon mal reinstellen. Dann kann ich das in der Zeit schon mal aufholen und dann gleich dann einfach durchgehen mit dir, mit den Fragen und dann kriegen wir auf jeden Fall alles beantwortet. Von daher würde ich sagen, Mats ab. Das Beste in deinem Job, oder? Das Essen danach. Das ist schon nicht schlecht.
Das Schöne bei der GFX 100 RF ist, durch die 28 mm kann man relativ schön nah rangehen, hat trotzdem einen sehr nahbaren Look. Die Naheinstellgrenze von um die 20 cm ermöglicht eigentlich doch relativ nah ranzukommen für Mittelformat und eine fest verbaute Optik. Das Schöne ist, durch den 100 Megapixel Sensor haben wir sowieso nachher nochmal die Möglichkeit, nochmal deutlicher reinzukroppen in der Nachbereitung oder auch durch den digitalen Zoom in der Kamera selbst schon mal uns zu simulieren, wie es aussehen würde, wenn wir nochmal näher reingehen. Dann halte erst einmal drüber, warte ganz kurz. Wenn ich kann. Und du kannst. Was für ein Espuma machst du drauf? Okay, wollen wir das dann trotzdem vorne eben an der 50 am Tisch eben einmal kurz drauf machen? Ich müsste nur irgendwie anders mitgehen, weil ich muss halt auch hier nebenbei. Top, weil dann, bevor uns das einfällt, dann würde ich erst einmal kurz vorne ready machen und dann... Das Schöne bei der GFX 100 RF ist, dass wir hier auch einen Leap-Shutter verbaut haben. Das bedeutet, wir sind nicht auf eine Synchrozeit gebunden, sondern haben die Flexibilität, mit jeder Verschlusszeit auch vollwertig blitzen zu können, ohne an den Blitzen HSS zu verwenden. Das ist eine sehr schöne Sache, gerade in strahlendem Sonnenlicht trotzdem so ein bisschen commercial geblitzten Look zu haben. Wenn man offenblendig arbeiten möchte, ist es halt sonst nur mit Vorschrauben von ND-Filtern möglich. Hier halt in dieser kleinen Kamera direkt in der fest verbauten Optik. Ich bin sehr flexibel mit der Kamera, weil ich durch den digitalen Zoom ja trotzdem anzeigen lassen kann, wenn ich jetzt normalerweise eine Optik wechseln würde. Bin aber auch durch das kleine Gehäuse und das geringe Gewicht sehr, sehr flexibel. Gerade in einer kleinen Küche, im laufenden Betrieb, wo man auch die Köche nicht stören möchte eigentlich, bin ich sehr schön flexibel, ohne groß über die Kamera nachdenken zu müssen, sondern sie liegt ganz natürlich in der Hand. Genau eigentlich wie eine X100 auch. Und verschmilzt so ein bisschen mit meinem Ablauf. Durch den schnellen Autofokus habe ich auch wirklich keine Einbuße, was so Shooting-Geschwindigkeit angeht. Genau, ich habe mir verschiedene Looks eingeprogrammiert in die Kamera. Hier ist ein Schwarz-Weiß-Look von mir, der auf dem Acros Filmsimulation basiert, mit ein bisschen mehr Kontrast drin. Gerade wenn man hier so am Pass fotografiert, wo man ein ganz hartes Downlight hat, um nochmal so die einzelnen Licht- und Schattenelemente rauszuarbeiten und bewusst den Fokus auf die handwerkliche Tätigkeit zu legen. Hier ist auch besonders cool, dass wir jetzt auch durch die verschiedenen Aspect Ratios direkt einen ganz coolen Look generieren können, durch so ein panoramamäßigeres, sehr cinematisches Format, wie jetzt hier zum Beispiel mit dem 6524, wo man wirklich den Fokus komplett auf den Pass legt. So, wunderschöner Einblick für eine wunderschöne Kamera in meinen Augen. Von daher danke, dass wir dabei sein durften. Aber wir möchten natürlich auch zeigen, was auch wirklich dabei entstanden ist und nicht nur, wie du gearbeitet hast. War auch wunderschön anzusehen, aber wir möchten natürlich auch mal Praxisbeispiele sehen. Ne? Von daher gehen wir auf jeden Fall in die Bilder jetzt mal rein und gehen daran halt auch so ein bisschen die ganzen neuen Features durch, was diese Kamera überhaupt so besonders macht, von Designaspekten und vom Sensoraspekten. Von daher, falls dann Fragen sind, werde ich die gerne beantworten. Ich nehme schon mal 2 vorab. Die Regie hat heute leider keine Kamera. Es tut mir sehr leid. Hat auch kein Mikrofon. Also den Lieben werdet ihr heute nicht sehen und hören, außer nebenbei im Off. Und meine Kappe ist zu Hause. Ne? Also von daher dazu. Aber jetzt gerne in die Bilder und dann gehen wir da mal durch. Alles klar. Ich habe jetzt hier mal Capture One aufgemacht. Also ich arbeite mit Capture One. Das funktioniert mit dem aktuellen Update auch wunderbar, dass die RAWs eingespielt werden können, dass man alles verarbeiten kann, als auch Tethered Shooting quasi live beim Shooting in den Laptop. Wir haben im Endeffekt, ich bin glaube ich noch nie mit so wenig Equipment auf ein Shooting gefahren, weil wir gesagt haben, okay, versuch's wirklich nur mit der Kamera zu machen, gerade über die Digital-Crops und was damit möglich ist, einfach mal ein bisschen rumzuspielen, ohne normalerweise 3-4 Optiken dabei zu haben und durchzuwechseln. Und für einen guten Kunden von mir, für den ich regelmäßig Menükarten fotografiere, wir die Personalbilder gemacht haben und alles, das Grubers Restaurant in Köln, so eine kleine Image-Strecke einfach nochmal zu machen, um so ein paar Beispiele zu zeigen. Das erste Bild, was ich hier auf dem Laptop offen habe, ist quasi auf dem Weg zum Restaurant und ist einfach so aus der Hüfte geschossen. Man sieht da schon, finde ich, was für ein Dynamikumfang diesem Sensor drin ist. Was mich auch über die ganze Zeit hinweg sehr, sehr begeistert hat, wenn ich mir die Bilder angeguckt habe.
Da ist jetzt quasi fast nichts dran gemacht und man hat trotzdem wunderbare Zeichnungen in den Tiefen als auch in den Lichtern. Und was ich immer am verrücktesten finde, wenn ich mal auf C drücke und der rausspringt, was das eigentlich schon für eine Kombi aus dem Crop auf 35 und dem Aspect Ratio ist. Und wir sind hier immer noch bei 9000 Pixeln auf der langen Kante. Es ist halt crazy, wenn man 102 Megapixel hat, kann man mitarbeiten. Das ist schon verrückt. Ja. Genau, wir haben dann so ein bisschen, es ist jetzt auch auf den, teilweise mit den Crops oder halt wirklich mit dem 28, so ein bisschen was von der Außenterrasse. Hier ist es halt auch cool, dass man halt über die Aspect Ratios direkt so eine Vorschau kriegt, okay, wenn es ein Banner für die Webseite sein soll, das ist für mich jetzt so oft ein Case, das heißt, hey, es soll ein Banner werden für Webseite, für ein Werbeplakat, whatever, kann man das natürlich super simulieren, indem man einfach sagt, okay, ich gehe ins Aspect Ratio und stelle mir hier eben das 16:9 ein, um da einfach zu sagen, okay, ich sehe es schon so, wie es ist, ohne dass ich mir vorstellen muss. Oder auch einfach so fürs Shooting-Gefühl zu wissen, okay, alles klar, ich bin so ein bisschen panoramamäßiger gerade unterwegs. Es geht halt auch super schnell. Ne? Ich trenne einem Rädchen und habe dann einen anderen Bildlook dann ganz schnell erzeugt. Ja. Da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten mit zu arbeiten. Du kannst entweder ja dir das alles schon zuschneiden lassen quasi als fertiges Bild oder so als ausgegraute Variante, dass man so alles drumherum noch sehen kann. Wie arbeitest du eher? Ich hab's, also man konnte das hier vorne auf das Einstellrad legen, dass man das hin und her switchen konnte. Ich persönlich hab's lieber Blackout tatsächlich, weil ich, also gerade nicht Reportagefotografie in dem Sinne, dass ich wissen muss, was in den Frame rein oder rausläuft, wie beim klassischen Rangefinder, sondern oft halt lieber direkt bewusst komponiere mit dem, was ich sehe und dann habe ich lieber tatsächlich so das wirklich ausgeschwärzte Bild. Obwohl das Schöne ist ja auch, dass in den RAWs, also wenn man die in Capture lädt, zeigt er einem halt komplett über die EXIF-Daten halt den Zuschnitt auch an und macht einem das schon. Und ich kann ja trotzdem immer noch nachher sagen, okay, ich gehe jetzt wieder raus und frame mir das nochmal minimal um. Das ist echt super praktisch gewesen. Dann haben wir hier auch nochmal so wirklich mit hier auch so ein bisschen lowlightiger tatsächlich. Einfach auch so ein Schuss im Vorbeilaufen mit 2000 ISO. Ich habe nachher auch nochmal Beispiele mit noch höherer ISO. Ich finde, man sieht es den Daten fast nicht an. Also gerade auch ich habe nachher noch Bilder mit 4.000 oder 5.000 ISO. Das ist echt noch super verhältnismäßig, was man sonst im Vergleich zu einer X-Serie hat. Da merkt man das schon. Aber wir sind dann quasi in die Küche gegangen und haben da wirklich im laufenden Betrieb, also da auch nochmal Danke an das Team von Grubers, die das so möglich gemacht haben, sind wir einfach in der kleinen Küche einfach mitgelaufen. Das ist auch, wie ich oft auch sonst auf anderen Jobs arbeite. Also man versucht den Ablauf nicht zu stören, muss dadurch mit einem kleinen, relativ kompakten Setting irgendwie arbeiten, um sich halt auch gut flexibel bewegen zu können. Und oft ist es auch nicht so, hey, ich nehme 3 Optiken mit und noch eine Umhängetasche und wechsle mal eben in so einer Situation die Optik, sondern oft ist es halt eher wirklich 35, 23, irgendwas, wo man sich schnell mit bewegen kann. Und das ist natürlich mit der Kamera super gewesen. Man hat das 28, kann auf einem kleinen, kompakten Gehäuse sich super gut bewegen, steht nicht im Weg mit großen Optiken und allem und hat durch diesen Digital-Crop, der hier vorne auf diesem kleinen Hebel direkt liegt, direkt die Möglichkeit, sich kurz zu visualisieren, okay, ich muss es nicht auf 28 schießen und denken, ich cropp's nachher, sondern ich kann es direkt hier einfach über so einen schnellen Whip rein und raus croppen, um schon das dann auch wieder passend zu komponieren einfach. Das war schon super praktisch. Ja, da steht halt so ein bisschen immer der Motto von carry less, shoot more, nimm weniger mit, mach einfach mehr damit. Ja. Wenn ich halt die Möglichkeiten habe, warum nicht? Ne? Ich werde es am Ende machen fürs JPEG sowieso, wenn ich es teilen will ganz schnell, dann habe ich es schon fertig oder halt dann das RAW kann ich nochmal dann selber dann exportieren damit. Und dabei habe ich halt trotzdem auch noch die ganzen Filmsimulationen mit dabei, wie ich es von Fuji halt auch kenne. Ja. Und dann hat man eine geile Kombination aus, hey, ich kann schon ein Wunschpanorama machen mit der richtigen Farbe und kann das direkt rausjagen, ohne dass ich viel machen muss. Für uns ist das halt super oft der Case, also gerade in anderen Kameras von mir, von Fuji, habe ich halt auch immer feste Looks einprogrammiert, für Farbe als auch für Schwarz-Weiß. Und wir sind oft auf Veranstaltungen, wo es dann teilweise auch zeitkritische Sachen gibt. So, wir betreiben die Fine Food Days in Köln zum Beispiel, wo man dann auch beim Gala-Dinner live zwischendurch sich JPEGs von der zweiten Karte aufs Handy droppt, das auf Insta rausgeht, dass dann wirklich reportagemäßig schnell auch Sachen online stellen kann. Dafür ist es natürlich super vorteilhaft, durch die Filmsimulation sich so seine Looks einzustellen, die wunderbar funktionieren und dann sagen zu können, okay, es dauert halt 1 Minute von dem Foto aufs Handy nach Instagram, die Leute getaggt, raus oder per Airdrop eben an Reporter weitergegeben. Das ist halt super von Vorteil. Und ich liebe auch persönlich den Looks, den man schon einstellen kann. Also oft muss man an den RAWs fast nichts machen, sondern so ein bisschen Kontrast, tiefen Lichter nochmal, aber der Hauptlook definiert sich eigentlich schon fast in der Kamera. Ja.
Und ich glaube auch, viele werden die Kamera auch in Panorama nutzen. Die wird wahrscheinlich so als Zweitformat so nicht, okay, vollflächig, alles klar, was mache ich so als zweites, womit ich dann hauptsächlich schießen werde? Wahrscheinlich Pano. Das ist halt was ich sonst bei keiner Kamera vernünftig, was schnell geht, hat, sonst muss ich mehrere Aufnahmen, muss ich ziehen, muss das verrechnet werden. Und die habe ich halt ein Panorama und trotzdem noch viele Megapixel, ohne dass ich jetzt in eine Nachbearbeitung gehen muss, sondern ich habe es dann fertig und so, ja klar, kann ich die direkt droppen, pack, hast es fertig. Ja, ich muss auch sagen, also das, was ich am meisten benutzt habe in dem privaten, wo ich damit rumgespielt habe, ist tatsächlich das 6524 als Extremformat, weil das einfach so ein schönes cinematisches Format ist, wo man mal ganz anders mitspielen kann und bewusst auch mal ganz anders framed von vornherein, anstatt vorher, man macht selten ja vielleicht mal 16:9, vielleicht 17:9, was auch einstellbar ist, beides. Aber oft ist es ja eher so, okay, man hat wenig einen Kunden, der so ein Extrempano haben will, aber gerade so im privaten Bereich oder für so bestimmte Testbilder hat das echt Spaß gemacht, damit zu spielen. Ja. Ich hatte auch ein bisschen am Anfang Angst gehabt, weil es auch so viele Modis gibt, wenn man einmal durchgeht, die ganzen Aufnahmen, das ist ja, jedes Seitenverhältnis ist ja irgendwie mit dabei. Ich habe für mich persönlich so gedacht, okay, ich gehe aufs Haupt, dann gibt es ja noch den C-Button, also die C-Einstellung, und da kann ich mal Custom dann einfach das Panorama drauflegen und da kann ich schnell zwischen vollformatig und dann einfach den Pano wechseln, ohne dann durch alle durchscrollen zu müssen, bis ich am Pano ankomme. Von daher super gelöst. Genau. Da ist auch schon, ich glaube, das können wir auch mit deinen Beispielfotos super zeigen. Es gibt auch eine Frage wegen dem Objektiv. Das ist ja Blende 4. Jetzt ist bei vielen Leuten so ein bisschen die Angst da, dass Blende 4 ja nicht offenblendig genug ist, dass man damit nichts freistellen kann zum Beispiel. Und ich schätze mal, ich habe da so ein bisschen durch deine Bilder auch gelunkert, da ist schon was bei, da können wir bestimmt mal zeigen, was man trotzdem als Bokeh da rausbekommen kann aus diesem Objektiv. Von daher, da muss man nicht unbedingt Angst haben, das kriegt man hin. Nee, auf jeden Fall. Also wir können ja gerade nochmal hier ganz kurz schauen. Also das ist jetzt aus der Küche, also ich finde Blende 4, natürlich wäre eine 2.8 oder eine 2 schöner gewesen, das wissen wir alle. Ja. Aber für die Größe des Gehäuses und das, was aber aus der Optik verstehe ich, warum es das nur die 4 geworden ist. Ich fand es jetzt aber auch in meinem Shooting-Fluss vollkommen in Ordnung. Also die Freistellung, wie jetzt hier bei dem Bild zum Beispiel, das auf 35 gekroppt und dann halt Seitenverhältnis angepasst. Man hat hier trotzdem eine sehr schöne Schärferechnung raus. Man sieht es ja hier ganz gut, wie sich das freistellt, also wie die Pinzette hier oben noch scharf ist, hier unten schon unscharf wird. Ja. Das hat mich jetzt wirklich, habe ich jetzt nicht extrem vermisst. Und vom Lowlight her, wir sind jetzt hier bei dem Bild, sind es 1600 ISO bei einer 160. Das ist für das, was wir alltäglich in der Küche fotografieren, vollkommen in Ordnung. Und weil die auch im Lowlight so performt, habe ich es jetzt nicht vermisst zu sagen, ich brauche mehr Offenblende. Ich habe, glaube ich, auch noch mal ein Bild. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, so eine Blende 4 zu haben, weil man hat die Offenblende, man hat aber trotzdem auch noch Bezug irgendwo immer mit sich darum herum, ne? Weil ansonsten, wenn ich das mit 1.2 mache, dann ist halt alles auch weg. Dann habe ich auch keinen Bezug mehr auf die Umgebung, auf die Personen, die vielleicht noch da waren, auf die Räumlichkeit, weil das bei Fotos halt auch immer noch einen Unterschied macht, ob ich das einfach irgendwo mit was Verschwommenem mache, dann kann ich es theoretisch einfach vor Weiß schießen, weißt du? Aber ansonsten den Raum noch mit reinzunehmen in die Gestaltung des Bildes, dafür ist Blende 4 auch gut. Genau. Also für mich jetzt unabhängig, ich habe nachher auch noch mal ein paar Bilder von einem Streetfood-Markt, wo ich war, da sieht man das nochmal, glaube ich, besser als jetzt in der Küche. Da haben wir noch ein paar mehr Bilder, wo man die Freistellung wirklich gut sieht. Wie halt auch bei dem Shooting dann, bin ja oft auch sowieso auf einer Arbeitsblende von irgendwie 8 aufwärts, gerade wenn es so um die finalen Foodschüsse angeht, wie ich die jetzt hier mal aufgemacht habe. Da brauchte ich die Offenblende auch einfach nicht für mich. Da ist es für mich eher relevant zu sagen, okay, die hat einen Zentralverschluss, wo man wirklich auch nochmal, wenn man spezielle Situationen hat, sagen kann, hey, ich kann bei jeder Zeit synchronisieren mit meinen Blitzen und bin da jetzt nicht eingeschränkt und muss auf HSS zurückgreifen. Ja. Das war jetzt bei dem Restaurant jetzt nicht unbedingt der Case, aber allgemein haben wir das schon immer wieder gehabt, im Sonnenschein oder in Extremsituationen oder auch im Studio mit extrem kurzen Verschlusszeiten arbeiten zu müssen und ich kann es halt komplett synchronisieren, das ist halt super. Ja. Es gibt auch gerade noch eine Frage, wie groß die Dateien so ungefähr sind, wenn wir jetzt mal RAW und JPEG nehmen. Ich glaube, man kommt zusammen auf knapp 200 MB pro Bild, wenn ich das jetzt machen würde von der Dateigröße. Das kommt ungefähr hin, ne? Genau, ungefähr. Und die JPEGs lagen wie so bei 80 MB High-Res. Ja, also große Speicherkarten auf jeden Fall mit dazu kaufen, wenn man etwas macht. Wird gebraucht. Das auf jeden Fall.
Aber man hat dann wirklich die Vorteile, also ich weiß nicht, hier sieht man jetzt gerade nochmal, habe ich jetzt ein Bild von das erste Gericht, was wir fotografiert haben. Wir haben normalerweise immer so schlichte Aufnahmen von oben auch, wo man den gesamten Teller sehen kann, aber dann halt auch immer nochmal so nähere Aufnahmen. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel wieder, was eigentlich an RAW noch da ist und was der Crop ausmacht. Und das ist jetzt das müsste der Crop auf 63 sein. Also wir sind noch nicht am Limit und das sind immer noch 6400 Pixel auf der langen Kante. Und selbst hier in dem zugeschnittenen kann ich immer noch reingehen und habe eine Detailfülle, wo man sich wirklich zum Niederknien. Ja. Das ist halt, man darf halt auch echt nicht vergessen, das Objektiv, da wurde es auch gerade schon gesagt, ja, Leica hat eine Q, die ist auf selber Brennweite, Blende 1,7. Allerdings ist die Leica Q auch nicht Mittelformat. Wenn wir hier jetzt 1,7 dran gebaut hätten, theoretisch wäre die Kamera viel größer gewesen. Haben wir einmal irgendwie den Querschnitt von dem Teil? Hast du den? Ah, super. Wir können mal zeigen, wie es auch in der Kamera aussieht. Und da sieht man auch, da haben wir auch nicht wirklich viel Platz auch für andere Sachen noch gehabt. Deswegen, es gibt noch ein paar andere Sachen, die jetzt in Leica Q zum Beispiel auch noch hervorhebt, was viele dann auch vermissen, wir gehen später nochmal genauer drauf ein, aber wie jetzt zum Beispiel ein Bildstabilisator. Ja. Da müssen wir auch mal die Regie ein bisschen fordern, damit die auch mal arbeiten muss hier. Nicht nur auf Knöpfchen drücken. Da kommt's. Perfekt, ne? Genau, also wenn wir jetzt mal einfach einen Blick reinwerfen in die Kamera, irgendwo muss ja auch noch der Sensor rein und dann noch ein bisschen Technik, wie das Ganze verwaltet, ne? Also wie in so einem Prozessor zum Beispiel. Und dann ist da halt echt nicht mehr viel Platz. Ich weiß nicht, wie man es sonst da wirklich hätte unterbringen sollen, ohne wirklich zu expandieren nach außen. Von daher finde ich es nicht schlimm, vor allem von dem Bildergebnis. Es ist halt auch ein Blende 4 Objektiv, was halt auch, wie man gesehen hat, sacke scharf ist. Ja. Deswegen vermisse ich da auch nichts. Nee, definitiv nicht. Von daher Hut ab für das, was sie da reingebaut haben. Auf Kleinbild umgerechnet ist das, was wir hier drauf haben, 28 mm. Also wie die Leica Q jetzt in dem Sinne auch. Also Brennweite wäre hier identisch auf Kleinbild umgerechnet. Und auf Kleinbild hätten wir halt auch Blende 3,2 umgerechnet. Ja. Ne? Vom Bokeh her, vom Look her. Und wenn man dann auch an die Fuji X100er denkt, wenn wir es da nochmal umrechnen, sind wir dann auch von der Blende nicht mehr bei Blende 2, sondern auch bei 2,8. Da sind wir jetzt auch nicht mehr so weit auseinander, wenn wir jetzt 3,2, 2,8 nehmen, ne, weil wir gesagt haben, ja, aber die hat ja auch Blende 2 gehabt. Ja, aber vom Bokeh her, finde ich, sieht man das jetzt auch nicht so extrem. Nein. Und ich finde allgemein so die Freistellung und den Look von dem Mittelformat ist sowieso immer nochmal was anderes und gibt einmal nochmal so ein ganz anderes Gefühl. Es wird nochmal ganz anders gerechnet, finde ich, das Bokeh, als jetzt im Vergleich zur X100. Ja. Dann gerne noch ein paar Bilder zeigen, wenn du möchtest. Dann können wir da noch ein bisschen sehr gerne mit reingehen. Ne, das ist halt der Riesenvorteil von dem Teil. Du kannst halt so viele einzelne Varianten von irgendwas einfach erzeugen mit halt einem Setup, weil ich so viele Megapixel habe. Genau, das war halt auch cool beim Shooting zu sagen. Man konnte zwischen Küche und dem Setting draußen immer hin und her springen. In der Küche wirklich mit verschiedenen Momenten einfach mitgesprungen, mitgelaufen. Auch dann wirklich so die 28 wirklich zu nehmen, wie hier, relativ nah dran zu sein, so nahbare Aufnahmen zu haben, aber trotzdem halt immer diese brachiale Schärfe wirklich in den Details. Aber halt auch dann hier in der Küche zum Beispiel, das ist jetzt mal so ein Beispiel nebeneinander gelegt, auch zu sagen, okay, ich lege mal bewusst direkt auf den Pass, wirklich mit dem Panoramaformat so den Fokus. Und hier fand ich auch wieder ein bestes Beispiel, ich habe ähnliche Bilder schon mit der XH2 oder mit der X100 gemacht, was den Dynamikumfang auch angeht. Hier vorne ist das komplette Licht drauf und hinten ist tatsächlich, ohne dass wir groß an den Tiefen gezogen haben, noch wirklich viel Zeichnung mit drin. Und auch hier in den Lichtern alles. Das hat schon richtig Spaß gemacht da. Das auf jeden Fall. Ich meine, wenn es auch draußen noch richtig hell wird, wir haben auch wieder den ND-Filter verbaut, ne? Also von daher, das wäre jetzt auch kein Problem. Kann man natürlich auch für Video verwenden. Ob man das will, muss man gucken. Aber er ist da, ne? Wie bei der 100er natürlich auch. Dafür ja kein IBIS, wie erwähnt. Hast du auch schon Aufnahmen mit einer längeren Belichtungszeit gemacht, um da ein bisschen zu testen, wie weit funktioniert es für dich? Ich habe es getestet und war bei so einer 30. aus der Hand, was noch gut funktioniert hat. Ja.
Alles gut, ich habe auch eine relativ ruhige Hand und es kommt natürlich auch mal auf das Motiv an, was ich fotografiere. Wenn ich ein Still-Motiv habe, ist es natürlich jetzt noch ein bisschen einfacher, als wenn ich was Bewegtes machen möchte. Ja. In meinem Use Case ist tatsächlich, IBIS ist immer was Tolles, einfach so, um eine Sicherheit zu haben einfach. Aber da ich normalerweise sowieso eher mit kürzeren Verschlusszeiten arbeite oder auch mit geschlossener Blende oder in einem kontrollierten Setting, habe ich es jetzt in der Kamera nicht zu 100% vermisst. Klar wäre es ein nices Feature gewesen, aber selbst wenn ich Reportage fotografiere bei Events, gehe ich selten unter eine 160. Oder 125. Weil ich aber auch die Leute nicht verwaschen haben möchte, sondern lieber was Schärferes habe. Ja. Genau. Haben wir noch so ein bisschen was aus dem Shooting. Hier Das auch. war auch sehr lecker alles. Also, muss man auch mal kurz dazu sagen. Ja, ihr seid verwöhnt worden. Ja, Komplett. Oder wir haben hart gearbeitet, nennt man das. Ja. Weißt du, wie das ist? Als Foodfotograf. Wirklich schlimm. Ich muss gucken, ob das so auf Dauer was wir mit Kameras kann ich halt nicht essen. Aber hier zum Beispiel, man vergisst auch manchmal, wenn man dann die Kamera im digitalen Crop hatte. Ich habe jetzt draußen viel in diesem 35er und 63er Crop fotografiert. Und dann macht man sich nachher so die Bilder am Rechner auf und stellt halt fest, da steht halt noch ein Teller, da steht noch ein Kollege hinten drin, da ist noch die Lampe zu sehen. Und man hat es einfach gar nicht gemerkt, weil man es wirklich einfach ausgeblendet hat, dass es ein 28er ist, weil es einfach im Sucher als auch auf den Bildern in der Rückschau so gut aussieht, dass man total vergisst, dass man eigentlich noch viel näher ran müsste oder dass es halt man eigentlich eine weitwinklige Optik hat. Mhm. Ist es dir auch aus Versehen öfters passiert, dass du aus Versehen im Crop warst dann, ohne es direkt zu merken? Du hast es ja auch im Blackout-Modus quasi. Ja, also manchmal passiert das, dass wenn man, also ich bin jemand, muss man dazu sagen, der sich quasi die Zeit und die ISO immer auf die beiden vorderen und hinteren Drehräder legt, weil ich eigentlich meistens komplett manuell die Kamera bediene und deshalb schnell mal hin und her switche. Und da ist es dann schon mal passiert, dass man beim schnell hin und her drehen, dass man schon mal an den Crop gekommen ist, weil das Einstellrad vorne halt bündig quasi mit dem Crop ist und nicht so raussteht wie bei den anderen Kameras. Allgemein muss ich aber sagen, das passiert nicht super oft, aber dafür hätte ich gerne auf jeder Kamera diese etwas breiteren, haptisch extrem schönen Einstellräder, was wirklich von der Bedienung echt Spaß gemacht hat. Auch vom Joystick her, ne? Das ist halt nicht so ein kleiner Popliger, sondern den kann man auch wirklich mal fühlen, wenn man dann damit rumhantiert. Nee, das und macht auch mehr Spaß. so also für meine Handgröße auf jeden Fall jetzt wirklich perfekt, dass auch der kleine Finger irgendwie nicht wegfällt und dass der immer so drunter hängt, sondern das war wirklich so, liegt sehr, sehr gut in der Hand. Was ich erst am Anfang gedacht habe, so als die vorgestellt wurde, okay, ist die Mulde hier irgendwie als Griffmulde groß genug, dass dir das nicht irgendwie so aus der Hand rutscht, aber das muss ich echt sagen, sie liegt sehr, sehr gut. Ja, vor allem, weil sie halt auch leicht genug ist. Ne? Wenn jetzt ein paar Gramm schwerer wäre schon wieder fast anders, aber so passt das wunderbar. Nee, das passte tatsächlich echt gut. Und man konnte da halt echt schön schnell durchswitchen, einfach. Genau, was haben wir denn hier noch? Hier dann auch nochmal beim... Ja, ich bekomme jetzt Hunger. Ja, ich auch. Beim Food nochmal auch so mit diesen Panoramasachen zu spielen und da auch nochmal ranzugehen. Auch hier wieder, das ist eines der schönsten Beispiele, glaube ich. Das ist jetzt auf 63 Millimeter Crop geschossen, was man eigentlich sich rausnehmen kann, tatsächlich. Und trotzdem hier reingehen kann in die Daten und hier noch ohne Probleme auf dem Blättchen die Härchen von der Zitronenmelisse zählen kann. Ja, es wird halt auch fein abgelichtet, ne? Das wird halt nicht, da vermatscht nichts, das ist halt wirklich bis ins letzte Detail aufgelöst. Auch von den Mikrokontrasten, von der Schärfe extrem gut und auch hier von der Freistellung, man sieht es ja ganz schön, auch echt eine schöne Unschärfe-Rechnung im Allgemeinen. Hier nochmal so ein bisschen durchgeswitcht, was wir da noch alles Leckeres fotografieren mussten. Ja, gut den Leuten Hunger machen am Ende des Tages dann. Ja, es ist nur eine Empfehlung, wer mal gut österreichisch oder modern interpretiert österreichisch essen gehen möchte, Grubers Restaurant in Köln. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Genau, das war jetzt so ein bisschen aus dem Shooting, was wir gemacht haben, so ein paar Eindrücke. Und wir haben ja da wirklich auch mit den verschiedenen Ratios gespielt, hier auch mal im Quadrat direkt geschossen. Gerade für Social Media und sowas, das zu simulieren im 4:5 oder im Quadrat mal direkt bestimmte Bilder zu machen. Hat da schon Spaß gemacht. Weil du hast auch viel geschossen hast bislang, ne? Ich würde auch gerne einmal auf den Aspekt eingehen, auch so ein bisschen von der Bedienung für Geschwindigkeit in dem Sinne, ne? Weil Mittelformat, man kennt es eigentlich, so klassisch Mittelformat, so, ja okay, ich mache so ein Bild pro Minute so ungefähr und überlege mir erstmal, was ich mache, das dauert alles ein bisschen, aber du warst ja relativ fix in der Küche unterwegs und halt dann auch beim Shooting. Wie ist so da dein Gefühl für jetzt, auch dass man sie für Reportagen und auch viel nutzen
kann in dem Sinn? Ist sie schnell genug? Ja, also im Allgemeinen ist sie auf jeden Fall schnell genug. Klar merkt man kleine Geschwindigkeitsunterschiede zu einer X100 oder einer XH2. Das Einzige, was mir am Anfang direkt aufgefallen ist, das ist auch mein einziger Mankopunkt, was die Geschwindigkeit angeht, ist, dass es ein ganz kurzes Blackout gibt nach jedem Auslösen. Das ist man einfach schon nicht mehr gewohnt, ist mir aufgefallen. Und dann habe ich schon mal gedacht, ja, früher war es ganz normal, wenn man klappte der Spiegel einmal hoch und runter, dann hatte man das Blackout. Aber inzwischen ist das man ja überhaupt nicht mehr gewohnt, dass man das kurz schwarz sieht. Das hat man gemerkt, aber okay, das muss auch 100 Megapixel Daten kurz irgendwo wegbringen und transportieren. Und ich hatte schon schnelle Speicherkarten drin. Sonst vom Autofokus echt top, genau wie aus der X102, aus der GFX 102. Da ist ja auch der Autofokus drin verbaut. Super fix, funktioniert auch top in der Küche. War echt, man vergisst relativ schnell, dass es immer noch Mittelformat ist. Ja. Was auch jetzt nicht unbedingt zuträglich ist, weil man doch wieder mehr fotografiert und nicht so kontrolliert fotografiert wie sonst mit einem Mittelformat, was dann zu vielen Daten führt. Oh, ja. Aber sonst hat man das echt nicht gemerkt. Das Einzige, was man hat, wenn man jetzt schnell viele Bilder hintereinander macht und dann am Aspect Ratio Dial dreht und in eine andere Ratio will, braucht er kurz eine Sekunde, bis der Buffer geleert ist und dann quasi das dir neu wieder anzuzeigen im Sucher. Aber ich glaube, die meisten werden es eher langsamer benutzen und nicht so schnell gewehrfeuermäßig shooten. Deshalb sonst habe ich da jetzt keine großen Einbußen gemerkt tatsächlich. Also auch gerade, wenn man eine andere Fuji-Kamera schon mal in der Hand hatte, man ist die Bedienung, man ist das alles so gewohnt, es ist halt alles wie sonst auch und man merkt von der Geschwindigkeit halt am Anfang einfach gar nicht, dass es Mittelformat ist. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich meine, noch schneller wäre es natürlich gewesen, auch mit den Blackout-Lösungen, wenn man halt einen CF-Slot gehabt hätte. Wir haben halt jetzt SD, das heißt, wir sind maximal halt auf 90 Karten begrenzt in dem Sinne. Ist halt doof, aber es sind halt 200 MB pro Bild, was da durchgedrückt werden muss. Das dauert halt ein bisschen. Da als Tipp, wenn man theoretisch von JPEG auf Hive wechseln würde, Hive ist ein bisschen kleiner und 10 Bit, also eigentlich best aus beiden Welten, ne? Kleine Dateien, höhere Dateiumfang in dem Sinn von den Farben, speichert dann ein bisschen schneller ab, kann man dann auch da auf jeden Fall empfehlen. Einfach JPEG direkt rausmachen, Hive wechseln und glücklich sein. Nur als kleiner Quick-Tipp. So, dann würde ich einmal gucken, genau, über Aspect Ratios haben wir schon viel geredet gehabt. Ich stelle mal eine Frage für dich, dein Haupt-Aspect Ratio oder deine zwei, sage ich jetzt mal, wo du zwischen wechseln würdest, so im Alltäglichen, so deine zwei Lieblinge? Ist da wirklich auch das extreme Pano oder ist das... Also, wenn ich auf Mittelformat fotografiere ich einen tatsächlich gerne auf 3:4, also auch um den vollen Sensor einfach zu nehmen, wirklich, und auch so ein bisschen so die Differenzierung zu schaffen zu den normalen 3:2 Bildern. Ich glaube, im Alltag würde ich tatsächlich dann viel 3:4 oder 3:2 schießen, was so der Standard ist, aber dann an zweiter Stelle würde definitiv das Pano kommen, weil es einfach extrem Spaß macht, damit rumzuspielen und auch mal bewusst Bilder so zu machen. Ich finde, man ist es gerade aktuell so gewohnt, alle so Hochformatbilder, man guckt am Handy und etc., aber mal wieder sowas Panorama-Kino-mäßiges zu haben, ist dann fürs Auge mal wieder was Neues. Deshalb wäre dann, glaube ich, meine zweite Wahl auf jeden Fall direkt das 65-24. Bin ich bei dir. Ja, ich würde sagen, wir können noch ein paar Bilder gucken. Du hattest, hatten wir über Blitzfotografie, glaube ich, nur angerissen gehabt. Ne? Ich würde vielleicht mit dem Zentralverschluss nochmal das kurz ansprechen, was es einfach auch für ein Vorteil ist, in allen Aspekten. Ne? Hauptsächlich natürlich auch wegen Blitzfotografie. Du blitzt ja fast alles in deiner Food-Fotografie, sage ich jetzt, genau. Ne? Weil du es auf die maximale Schärfe brauchst. Stell doch mal für die Leute, die vielleicht bei HSS, Zentralverschlüssen nicht ganz drin sind, nochmal den Vorteil genau raus. Ja, ist kein Problem. Also wenn wir eine normale Kamera haben mit einem normalen Verschluss, haben wir ja zwei Verschlussvorhänge, die nacheinander auf und zu gehen und je nachdem, wie schnell das irgendwann passiert von der Verschlusszeit, kommen wir einfach nicht mehr hinterher, dass der Blitz einmal komplett das gesamte Bild offen hat. Beim Zentralverschluss geht es halt wie der Verschluss wie eine Blende, der geht einfach auf und zu und wir haben immer mindestens einmal den kompletten Frame komplett geöffnet und können da reinblitzen. Das macht es für mich für Fotografie dann im schnellen Bereich natürlich super von Vorteil, dass ich nicht auf HSS zurückgreifen muss. HSS ist im Endeffekt wie man kann sich das wie ein Stroboskop-Light vorstellen, was bei den Blitzköpfen passiert, sondern es ist nicht mehr ein Blitz, sondern also für uns sichtbar immer noch eine, aber es sind eigentlich ganz viele kleine, um so diesen verlaufenden Verschluss, jeden Frame einmal reinzublitzen. Beim Zentralverschluss habe ich das Problem halt einfach nicht. Das ist da natürlich, ich kenne es halt sonst einfach nur von Fachkamerazeiten noch, Großformat oder halt von Schneider-Kreuznach-Optiken auf einer Phase One oder sowas, wo das auch verbaut war. Oder halt dann wieder in Miniaturform in der X100, wo es auch schon drin ist.
Das ist halt ein Riesenvorteil. Auch dann so Verwacklung, Mikroverwacklung ist beim Zentralverschluss auch wesentlich weniger als beim normalen Verschluss tatsächlich. Ist auch so mein Erfahrungswert, wenn man es am Stativ testet, dass eigentlich Zentralverschluss dann nochmal so ein bisschen ruhiger ist als der normale je nach Verschlusszeit. Man ist damit einfach viel flexibler, weil man gar nicht drüber nachdenken muss, okay, bin ich in der richtigen Synchronzeit, steht mein Funker auf dem richtigen Mode, sondern ich kann einfach sagen, okay, ich kann einfach dran drehen, wie es für mich passt und kann halt auch in extremen Situationen super offenblendig, in hellen Bedingungen trotzdem noch so bewusst blitzen, weil ich sagen kann, ich blitze mal auf einer 4 oder 5.000 Sekunde. Oder dann wieder so in der Werbefotografie gibt es ab und zu mal einen Case dazu, das habe ich dann tatsächlich auch manchmal schon mit der X100 bei mir gemacht. Okay. Wenn es dann um so Splashes geht, wo dann irgendwie Flüssigkeiten fliegen sollen, wo man wirklich mal mit voller Power und 4.000 Sekunde das wirklich exakt einfangen will, das geht dann auch mit der X100 mal, die dann. Ja. Aber hier wäre das mit dem Mittelformat natürlich dann nochmal ein Tick schöner, dass es mit dem Zentralverschluss möglich ist. Sehr schön erklärt. Dann, ich würde mal sagen, wir können gerne noch ein paar Bilder durchgucken. Du hast ja auch noch abseits der Küche ja auch noch ein bisschen mit der Kamera fotografiert, dass wir da vielleicht auch noch ein bisschen was zeigen können, dass man nochmal ein Gefühl fürs Bokeh, für den Look, für den Dynamikumfang vor allem. Das ist halt so das, was ich am meisten an dieser Kamera und an dem Sensor halt liebe, ist ja wirklich dieser Dynamikumfang, den du da halt haben kannst. Vor allem, ich weiß nicht, ob du es auch da jetzt in der Session drin hast, du hattest uns vorhin noch mal ein Bild gezeigt, was man aus den Schatten noch so alles rausholen kannst. Das mache ich euch vor. Da fangen wir doch mit an. Das mache ich euch vorab einmal auf. Wir hatten heute hier im Studio bei mir noch eine Produktion für einen Backwarenhersteller und haben dann getestet und dann komm, wir machen jetzt nochmal eben ein Foto mit der GFX. Haben dabei festgestellt, dass tatsächlich die klassische Profoto Air Remote nicht funktioniert und keinen Kontakt übermittelt, aber die TTL Air Remote, die etwas modernere, neuere, den Connect heißt sie, glaube ich, genau, Connect, damit funktioniert es. So hatten wir so ein Schwarzbild, was spontan entstanden ist. Man sieht es hier und haben dann gesagt, okay, gut, kennt man, hat nicht geblitzt, mein Gott. Ja. Wir sind bei Blende 8, bei 125 ISO in einem dunklen, abgedunkelten Studio, hat halt nicht geblitzt, ist halt schwarz. Und dann haben wir mal geguckt, was man denn eigentlich dann noch rausholen kann. Und haben mal... Das ist so lächerlich. Wir können hier, ich zeige es auch für alle, dass es keiner denkt, dass wir lügen, sondern das ist quasi meine Bearbeitung, die man sieht. Wir haben es 4 Blenden hochgezogen, wir haben die Tiefen auf 100% hochgezogen und das Schwarz hochgezogen. Da ist auch kein Entrauschen oder irgendwas drin und das ist immer noch das, was man aus diesen Daten rauskriegt, aus einem schwarzen Bild. Also da war ich schon, also es war nochmal kurz baff, ich wusste, dass der Dynamikumfang super ist, aber dass man aus einem komplett schwarzen Bild noch so viel rauskriegt, das hat mich dann doch auch kurz gewundert. Aber das zeigt einfach nochmal, was eigentlich dieser Sensor für ein Biest ist. Ja. Ich wechsle mal wieder zurück auf dem, was wir dann sonst noch so Schönes gemacht haben. Ich meine, das muss schon einmal sein, weil ich glaube, das haben viele noch, können sich das wahrscheinlich nicht vorstellen, was man wirklich alles noch mit da rausziehen kann. Also von daher, zu dunkel fotografieren ist jetzt auch kein Thema mehr. Ne? Nee. Kriegt man hin. Also hier auch das Thema, ich hatte es ja gerade eben angesprochen, mit der Tochter auf dem Spielplatz mit 100 Megapixel. Da ist nichts dran gemacht. Das ist einfach der Dynamikumfang, der da vorhanden ist. Also man sieht in den Schatten die komplette Zeichnung, man hat in den Lichtern die komplette Zeichnung und dann halt auch, wenn man hier reingeht, kann man die Poren der Hand meiner Tochter zählen. Ja. Hier auch vielleicht nochmal so unschärfe Rechnung, auch in diesem super weitwinkligen Modus. Das ist schon echt super schön, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Dann waren wir noch am Streetfood-Markt, wo wir einfach mal so ein bisschen Reportage mitgeschossen haben. Hier auch nochmal, finde ich, ganz schön unschärfe Rechnung hatten wir ja gerade nochmal. Was ist es mit dem Bokeh wirklich? Das ist jetzt auch auf 28 wirklich mit quasi nur dem 16:9 oder 17:9 Look drin. Das ist hier super knackig und man sieht hier, wie schön eigentlich die Unschärfe gerechnet wird. Gerade auch hier oben schon, hier ist es noch scharf von der Schärfe-Ebene und wie sanft und seicht es da wirklich in die Unschärfe geht, das macht schon Spaß. Also da sieht man die Blende 4 definitiv nicht, sondern denkt eher, wenn ich mir den Look so angucke, dass das eher eine 2.8 ist, wie man das sonst kennt. Geschätzt, ja. Da kommt halt auch wieder der Mittelformatsensor mit dazu. Ne? Der hilft dann auch nochmal ein bisschen natürlich. Der hilft dir auch allgemein bei der Lichtsammlung in dem Sinne. Ich habe halt viel Platz auf diesen Sensor.
das wird halt ausgenutzt. Ne? Ja. Was ich halt auch ganz cool fand und was ich glaube, also gerade jetzt auf so einer Situation, ich war ja nicht als Fotograf da, sondern ich war privat da, hatte die Kamera einfach umhängen, wie ich sonst die X100 umhängen habe. Die Leute nehmen einen nicht wahr, als wäre man jetzt der professionelle Fotograf. Ja. Und das ist manchmal in bestimmten Situationen, glaube ich, auch ein Vorteil, dass man so kompakt so eine hohe Qualität shooten kann, weil man einfach locker aus der Hüfte die Leute beim Zubereiten und keiner hat gedacht, okay, das ist einer mit einer riesen Kamera, der jetzt hier gerade Special-Aufnahmen von mir macht, sondern einfach so locker aus der Hüfte mitgeschossen und kommt natürlich dann auch an ganz andere Momente teilweise ran, weil die Leute denken, okay, das ist ein Hobbyfotograf oder das ist einer, der privat kurz ein Bild macht, dass man dann auch so Schüsse machen kann, wirklich. Auch da immer spielen mit den Filmsimulationen, ne, hier jetzt mit dem Gegenlicht und dem Rauch, mit dem Smoker, war für mich einfach so schwarz-weiß das Mittel der Wahl. Das ist so eines der Beispiele, da war eine, die Burger gebraten hat. Also erstmal hier wieder ganz kurz für alle, die es sehen wollen, das ist der Crop. Das finde ich immer wieder schön. Und man dann einfach ganz kurz in die Detail geht, was eigentlich diese Optik ausmacht, die da drauf ist, was für eine Detailschärfe wir hier haben, trotz Crop. Oder halt auch in den panoramamäßigen Formaten. Ich weiß nicht, ob das im Stream so ankommt wie bei mir auf dem Laptop hier gerade. Wir streamen in 4K, also von daher gerne mit Qualität einmal hochstellen, Leute, die zugucken. Was für eine Schärfe da wirklich bei rauskommt, das war schon schön. Und hier nochmal vielleicht Unschärfe, das habe ich extra für Bokeh mal geschossen, wie schön das hier freigestellt wird und was wir trotzdem für eine absolute Schärfe haben. Ich habe da auch eigentlich fast nur auf Offenblende fotografiert, weil ich diesen Look halt einfach wirklich sehr, sehr mag, wenn es halt so ein bisschen weicher wird. Das hat schon einfach Spaß gemacht. Und es fällt halt nicht auf. Man kann einfach eben locker mitshooten und auch hier wieder, man steht am Tresen und kommt mit den 28 nah genug ran, zweimal am Hebel gezogen und zack hat man vom Crop wieder ein vollkommen. Und hier könnte ich jetzt immer noch sagen, ich gehe nochmal 200% rein, um mir nur die Gläser rauszupicken. Es wäre immer noch für jedes Bild in Social Media vollkommen ausreichend. Es ist lächerlich gut. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Ja. Ach ja, hier, das habe ich noch für Bouquet, für jeden Naturfotografen, das am Weg nach Hause, wie schön und weich sich das rausrechnet. Eine Einstellgrenze ist halt auch gut, ne? Wenn die jetzt schlecht wäre, dann hätten wir echt ein Problem, dann bräuchten wir den Crop auch immer. Nee, das stimmt. Also das ist um die 20 Zentimeter, glaube ich, war es so mein Max. Das ist jetzt auch an der Naheinstellgrenze tatsächlich fotografiert. Das haben wir auch bei den Food-Sachen ja teilweise, bei den Gerichten ja auch gemacht. Man hat da schon noch mal einen ganz abgefahrenen Look, weil selber man oft eher mit teligeren Makro arbeitet. Also ich habe selber das 30er Makro von Fuji und das 80er und ich arbeite doch eher mehr mit dem 80er, weil man dann noch mal so ein bisschen näher und klarer rankommt. Aber so mit 28 so nah ranzukommen, dann vielleicht noch eine Crop-Stufe reinzumachen, dann hat man so einen ganz anderen Look und Feel in dem Bild halt auf einmal. Mehr, ne, die Umgebung wieder mit rein in den Bezug, was halt für so eine Reportage halt cool ist, weil die Location gehört damit dazu. Aber deswegen würdest du auch eher wahrscheinlich zur Schwarzen tendieren, ne? Weil ein bisschen unauffälliger oder... Ja, man sieht es ja an meinen Kameras, die hier oben stehen. Ich bin dann doch eher, also das ist aber auch mal der Streitpunkt zwischen mir und meiner Frau. Meine Frau ist dann eher bei Silber, ich bei Schwarz. Okay, deshalb, kenne ich schon, wen ich mich anschließen würde, ne? Also von daher. Genau, dann suchen wir mal ein Bild, wo beide drauf sind. Alles klar. Und dann einmal Umfrage in den Chat. Welche Farbe findet ihr ist die richtige Farbe für das Ganze? Silber oder schwarz? Entscheidet gut. Und als Tipp, falls ihr die Kamera vorbestellen möchtet, und ja, das dauert aktuell wieder ein bisschen, es ist Fujifilm mit einer neuen Kamera, ne? Also erwartet nicht, dass die Sachen sofort lieferbar sind, das ist bei denen einfach so. Die silberne kommt eventuell etwas eher, weil wenn... Hey, das ist Beeinflussung, hör auf. Ja, ich weiß. Du jetzt mach mal bitte das Bild auf, wie die beide drauf sind. Was ich dir geschickt hatte. Bilder, ich stelle jetzt die Umfrage in den Chat. Alles klar, Umfrage kommt in den Chat. Dann sehen wir auch nochmal beides. Ich weiß natürlich, wofür ich stimme. Zack. Ich kann auch gleich mal den Stream. Man kann den Stream auch mehrfach aufmachen auf anderen Accounts. Ich wollte ja nur fragen. So. Haben wir noch ein anderes Bild von den beiden? Da haben wir noch was. Sehr schön.
Ist natürlich in beiden Farben schön, ne, das lasse ich natürlich Fujifilm. Aber ansonsten, es gibt ja immer eine Präferenz zur richtigen Farbe. Schwarz. Ja, genau. Dann jetzt 50-50. Ich wollte gerade sagen, bislang liegst du falsch, aber dann ist es doch nochmal umgesprungen. Ah ja, gut. Wir lassen das mal ein bisschen laufen. Genau, es gab noch eine Frage wegen, es gibt ja bei der X106 so Adapterringe für einen Weitwinkel und einen Tele. Gibt es aktuell, Stand jetzt, nicht für die GFX 100er. Die passen auch nicht drauf. Also versucht bitte nicht die X100 Adapterringe da drauf zu machen, das funktioniert nicht. Allein, weil das Objektiv bei der GFX weiter ausfährt als bei der X100er, würde es ans Glaselement stoßen. Dann können wir einmal zeigen, wie weit es aussieht. Also so sieht man es dann, glaube ich, ganz gut. Und das ist das, was es quasi rein und raus fährt, wenn man jetzt sonst nichts hat. Und deswegen braucht man halt auch diesen Adapterring und den Filter, damit es dann auch wirklich wettergeschützt ist, weil ansonsten, weil sich das halt bewegen kann, wird halt irgendwie Feuchtigkeit eindringen. Mit dem Filter ist es dann wieder in sich geschlossen, das System, und dann hat man da keine Probleme mehr mit. Es gab noch eine Frage an dich. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Wenn wir jetzt den Preis außen vor lassen würden, X106 oder GFX 100 RF für dich für den Alltag? Wenn wir den Preis außen vor lassen? Ja. Die RF. Okay. Ich würde tatsächlich, also für mich als Foto- und Technik-Nerd würde ich definitiv auch für den Alltag dann lieber die nehmen. Jetzt müsste ich da noch mein neues RAID anschaffen, um die Daten zu verarbeiten. Ja, das ist der Nachteil. Aber nee, also für den Alltag auch zum Mitnehmen, zum Daily Carry ist die von der Größe und vom Gewicht echt so top, dass ich das auch, weil ich jetzt am Wochenende mit mir rumgelaufen und rumgetragen, genau nicht so wenig gemerkt habe wie meine X100. Ich liebe auch meine X100, das möchte ich nicht missen. Wenn der Price-Tag nicht dran wäre, würde ich aber trotzdem sagen, hey komm, den Sensor und die Qualität und das, was ich damit machen kann, wäre ich dann doch hier. Gerade auch durch den Digital-Crop, der dann also ja manchmal einfach noch so ein paar Vorteile bringt. Und weil ich es, glaube ich, lieben würde, die Daten mir einfach in groß anzugucken oder auch mal richtig groß zu printen. Ja. Aber sonst, also wenn der Price-Tag nicht ist, würde ich immer die X100 nehmen, weil es einfach die Top-Kamera ist, zum einfach definitiv umhängen und immer dabei haben ist. Ja. Aber ansonsten, ich meine, die ist teuer, da muss man gar nicht schön reden. Ne? Aber wir haben auch gesehen, was halt trotzdem damit möglich ist. Ne? Und wenn ich halt trotzdem diese Qualität, ne, wenn ich trotzdem denselben Sensor haben möchte, dann wäre ich erstmal schon mal wenn ich es günstig haben will, bei der 100S2. Ja. Ne? Dann brauche ich eine Optik dazu. Dann kommen wir in einen Preisbereich, der halt auch schon wieder drüber liegt, tatsächlich. Definitiv. Und größer und schwerer ist. Und da muss man dann trotzdem sagen, wenn man nichts gegen die Brennweite hat und wir haben gesehen, wie flexibel man vor allem damit sein kann, ist es trotzdem ein gutes Paket für den Preis in dem Sinne. Auf jeden Fall. Ne? Wenn man halt diese Qualität sucht. Ne? Also wenn man da das Maximum haben will und man will diesen Sensor, dann ist das tatsächlich das kompakteste, günstigste Paket in dem Sinne und ich bin trotzdem super flexibel. Ja. Ich habe auch am Anfang gedacht, dass es mich mehr einschränken würde mit der weitwinkligen und fest verbauten Optik. Ob ich das im Alltag tatsächlich jetzt gar nicht so gemerkt. Also in den Shootings wirklich, man vergisst durch diesen Digital-Crop, dass man eigentlich nur eine Optik drauf hat. Und gerade durch die Auflösung, man sieht es halt nachher nicht. Das war echt auch, wo ich gedacht habe, so okay, krass. Ja. Ich würde, glaube ich, dann trotzdem für mich immer eher zu der 102 GFX greifen, da man da nochmal mit den Optiken für meinen Einsatzbereich wirklich nochmal mehr Möglichkeiten hat. Aber ich glaube, wenn man jetzt Reportagefotograf ist oder Nature-Fotograf oder Travel-Fotograf ist, Street natürlich auch, ist das eine Top-Kamera, weil man einfach die Qualität, glaube ich, nicht in so einem kompakten Gehäuse kriegt. Und dann für den Preis auch noch ein Mittelformat zu haben, finde ich echt vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, ich glaube, es ist so eine Frage wirklich nachher Liebhaber zum einen, aber ich glaube auch Professionals werden damit viel Spaß haben. Ich glaube, die Hürde ist, glaube ich, es auszuprobieren. Das stimmt. Weil viele, glaube ich, direkt sagen, 28 fest verbaut, Mittelformat brauche ich nicht. Ich würde es jedem empfehlen, es mal zu testen, weil es dann doch, man merkt, oh, ich komme doch besser damit klar, als man denkt. Ja. Und ansonsten, wenn du jetzt sagen würdest, okay, vielleicht nicht das System, man überlegt dann doch eher auf was mit Wechselsystem.
Gäbe es da so ein Objektiv aus der GFX-Serie, wo du jetzt sagen würdest, das wäre dann mein Go-To, was ich dann nehmen würde? Ja, ich hatte ja die Ehre von Fujifilm, das 110 GFX Tilt Shift vorstellen zu dürfen, dafür die Anfangs-Promo-Reihe zu shooten. Das habe ich schon sehr lieb gewonnen. Das steht auf jeden Fall auf der Bucketliste. Okay. Das wäre für meinen Studioalltag und alles, was ich im Studio an Produkt mache, auf jeden Fall das Go-To-Objektiv. Sonst das 50er 1.7 von der GFX. Wäre natürlich dann alles andere danach, wäre dann das. Also das Set aus den beiden Optiken würde es dann schon werden, glaube ich. Das sind so die beiden, wo ich sagen würde, hey, das wäre eine super Kombi, um einerseits so den Studio-Still-Life-Bereich abzubilden und alles, was so reportagemäßig ist, im anderen. Ja, mal gucken. Okay. Ich gucke nur in den Chat. Schwarz hat tatsächlich gewonnen mit 54%. Sehr gut, sehr gut. Wenigstens 46% haben richtig abgestimmt. Vielen Dank dafür. Endlich noch Leute mit Geschmack. Stimmt, wir haben ja auch einen Workshop vor 2 Jahren, war es, glaube ich, gewesen. Ja, ich glaube schon. Ne, bei den Fototagen. Da war ich leider nicht vor Ort, da war ich, glaube ich, krank. Ja, alt und krank, genau. Da wurde das natürlich auch demonstriert, wie man sowas dann macht mit einem Tilt-Shifter. Gerne mal reinschauen, war auf jeden Fall super. Ich habe ja auch live mitgeguckt, ich war zu Hause, aber mental war ich dabei und habe unterstützt. Link ist im Chat. Ich gehe dann noch die letzten Fragen durch. Ich würde aber trotzdem noch einen Aufruf machen, falls ihr noch Fragen habt, rein damit wir die beantworten können. Und dann gebe ich sie dir einfach so jetzt peu à peu rein, wie sie jetzt dann auch kommen. Auf jeden Fall. Nochmal eine Frage wegen dem Bildstabilisator. Hast du ihn jetzt vermisst oder nicht? Ich habe ihn nicht vermisst. Also in dem Case, was ich damit gemacht habe, habe ich ihn nicht vermisst. Ich bin was ich damit gemacht habe, die Reportagefotografie, das Daily mitzunehmen, da habe ich es überhaupt nicht vermisst, weil ich eigentlich immer bei einer Verschlusszeit von 160 aufwärts habe ich das jetzt da gar nicht so krass gemerkt, dass er nicht da war. Okay. Bei der X106 nutzt du ihn aber wahrscheinlich trotzdem regelmäßig oder bist du da eigentlich auch so in dem Bereich von meistens brauche ich es da auch nicht? Ja, da nutze ich ihn so ein bisschen regelmäßiger tatsächlich, gerade weil ich die dann so alltagsmäßig mit dabei habe und dann natürlich auch da das Rauschverhalten nochmal was anderes ist als jetzt auf dem Sensor. Da geht man dann eher mal unter eine 30. oder noch weiter runter, um nochmal ein Bild mit weniger ISO zu machen, wo ich hier dann einfach gesagt habe, oh mein Gott, da mache ich halt ein Bild mit 6.000, 7.000, 8.000 ISO, weil es geht trotzdem und sieht dann ähnlich aus wie ein Bild mit einer 15. und 2000 ISO auf einer X100, deshalb. Okay. Video hast du wahrscheinlich nicht viel mit der gemacht, oder? Du bist ja eh nicht so der Hauptvideomensch, sage ich jetzt mal, oder? Nee, ab und zu machen wir das mal für bestimmte Kunden, die so ein bisschen Video-Assets dazu haben wollen, aber mit der habe ich jetzt tatsächlich nicht großartig gefilmt, also halt es mal ausprobiert, aber es ist vom Handling da auch ziemlich simultan zur X100 oder auch zur GFX 102. Das war jetzt relativ gleich. Der Look und die Freistellung von der Optik waren natürlich auch gegeben. Auch da mit dem digitalen Crop so ein bisschen reingehen zu können, ist ganz cool auf jeden Fall im Video nativ. Aber da habe ich jetzt nicht so extrem viel mit rumgespielt. Ja. Ich meine, ist ja auch eigentlich eher so eine Fotografie-First-Kamera in dem Sinne. Ja. Man kann Video damit machen. Man konnte auch mit einer Leica Q2 Videos machen, auch wenn der Autofokus kacke ist, habe ich auch gemacht. Man muss halt gucken, ne, so Walking Shots wird halt schwierig, weil ich nur den digitalen Stabilisator habe. Ne, das wird schon ein bisschen da wäre es dann eher schon wieder so auf den Gimbal packen etc. Aber ich glaube, da lebt die Kamera halt auch nicht. Ne, nee. Aber wer das möchte, geht natürlich auch. Dann gibt es noch eine Frage wegen der Filmsimulation. Gibt es eine neue im Vergleich zur X106? Das müssten, meine ich, aber alles dieselben sein, die wir hier bei der GFX haben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Raela Ace... Das hat die. Das hat die auf jeden Fall. Da habe ich auch mit rumgespielt. Ob das die X100 auch schon hatte oder ob das im Update war, das müsste ich... Die 6er hat das, ja. Ja. Deswegen, also da ist nichts Neues mit dazugekommen. Das vielleicht war ganz cool. Also durch den manuellen Fokusring vorne quasi kann man sich programmieren bei der hier auch. Das fand ich ganz praktisch. Da konnte man sich entweder den Weißabgleich oder auch die Filmsimulation drauflegen. Ich hätte mir da tatsächlich die Filmsimulation draufgelegt, um wirklich auch schnell im Shooting quasi einfach nur am Rad drehen zu müssen und zwischen den Filmsimulationen switchen zu können. Das war echt sehr flüssig, auch ohne, dass man das jetzt großartig gemerkt hat, wie ein normales Einstellrad auch. Obwohl ich persönlich, die meisten meiner Looks, die ich habe, basieren auf Classic Chrome, weil ich den so vom Gesamtlook immer super schön finde und halt den Acros für Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Für die Leute, die immer was Neues noch suchen an Filmsimulationen, ne, also Fujifilm Weekly, wenn man da ein
paar Rezepte sucht, wunderbare Seite und App. Gerne mal vorbeischauen. Da wird man auf jeden Fall fündig, sage ich jetzt einfach mal. Definitiv. Da sind auch einige von meinen Looks basieren auf Rezepten von Fuji Weekly und dann halt so ein bisschen angepasst auf meinen Zweck. Aber da macht es echt Spaß, damit rumzuspielen. Ich muss ja kurz meinen Hotspot nochmal antickern. Moment. Zack. Ich hätte noch ein bisschen Bilder, wer wegen Gerne Freistellung noch was dann haben möchte. Ich habe noch so ein Dann bisschen. fixe ich kurz mein Internet. Ich habe hier zum Beispiel nochmal so das Kirschblüte, die jetzt überall, und Apfelblüte, die überall gerade war. Sieht man hier vielleicht auch nochmal, wie schön die Unschärfe gerechnet wird, für die, die sich gerade nach Bouquet nochmal gefragt haben. Ist das, glaube ich, nochmal ein ganz schönes Beispiel. Und das war jetzt auch gar nicht gekroppt. Also das ist tatsächlich auf dem vollen 3:4 Sensor ohne oder auch hier. Das ist schon eine wirklich sehr, sehr schöne Freistellung. Ja. Und auch so fast so ein leichter Swirl, wie bei so einer alten Optik. Habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Aber nicht übertrieben, weil sonst ist es schwierig. so ganz marginal. Ja. Aber auch, und hier vielleicht noch wegen Vergütung, um das Objektiv einzugehen, so chromatische Aberrationen oder sowas im Gegenlicht, muss man hier auch suchen. Ja. Also da war ich auch, es ist gestochen scharf, man hat jetzt nirgendwo großartig Farbsäume oder irgendwas, das ist auch nicht korrigiert. Das ist das alles mit meinem Look, den ich in der Kamera eingestellt habe. Cool. Und jetzt nicht großartig noch was in Capture gedreht. Oder hier vielleicht auch nochmal, das ist jetzt mal ein High ISO, also höheres ISO-Bild, habe ich noch im Tierpark gemacht. Das sind 4000 ISO und Crop, ja. Und Crop Okay. durch eine Glasscheibe. Und man sieht dem Bild nicht 4000 ISO an. Ja, definitiv. Und den Crop auch nicht an. Das, da fand ich also, das ist wirklich so eine Kamera, wenn man so daily jetzt mitgeht, das war jetzt eine Kinderwagenrunde mit meiner Tochter, wo wir noch im Tierpark waren, man kann sie einfach locker umhängen haben und hat da wirklich schöne Möglichkeiten, auch dann mit den Panoramaformaten oder mit den Looks zu spielen, auch so ein bisschen Street damit zu machen. Das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. So soll es sein. Dann würde ich auch sagen, vielen, vielen Dank, dass du uns so viele Bilder auch gezeigt hast, dass die Leute hier waren und auch zugeguckt haben. Es gab auch Lob zwischendurch wegen den Bildern. Habe ich nur vergessen mitzuteilen an den Stellen. Da warst du so im Flow, da wollte ich dich nicht unterbrechen, möchte ich auch nicht vorenthalten. Es freut mich natürlich, wenn den Leuten die Bilder auch ja, gefallen. also auf jeden Fall. Ne? Die Leute sind auch begeistert von der Qualität. Ich bin es halt auch. Ich finde die echt, echt cool. Es gab noch eine Frage, wir haben aktuell leider kein Vorführgerät bei dem Teil im Laden. Auch die wird uns wieder verlassen. Also es tut uns leid, wir können gerade nichts direkt zeigen. Sobald das natürlich ist, spätestens zu unseren Fototagen müssten wir allerdings eine da haben. Da kriege ich einen Nick aus der Regie. Von daher, wir haben bald wieder unsere Messe. Ich habe natürlich jetzt nichts zum Einblenden. Die ist Ende nächsten Monat. Regie, hilf mir mal. 23., 24. in Düsseldorf, wieder in der XXL-Version. Das heißt, wir haben wieder ein Riesenzelt. Alle kommen dahin, alle haben Spaß, es gibt Fotowalks und die neuesten Sachen aus der Technik. Und da wird dann unter anderem auch die GFX 100 RF dabei sein. Das heißt, falls man die in Hand nehmen möchte, kann man natürlich gerne zu den Tagen bei uns vorbeischauen. Dann ist sie auf jeden Fall da und kann mal damit rumspielen. Von daher würde ich sagen, ich mache hier mal den Kasten zu. Vielen, vielen Dank. Ja, wir müssen ja auch noch ein bisschen wieder abbauen. Das der Vorteil ist so ein, hey, wir haben eine coole Location, ist mal was anderes. Der Nachteil ist, ja, es passt fast alles nicht in den Wagen und wir müssen alles wieder abbauen und das Ganze zurückkarren. Von daher, das war auch ein Grund, warum die Regie keine Kamera hat. Wir hatten keine mehr übrig, die ins Auto gepasst hätte. Wir mussten sogar schon eine Person zu Hause lassen. Von daher, vielen, vielen Dank an alle. Vielen Dank, es hat sehr Spaß gemacht. Und ich Immer hoffe, gerne. Bis zum nächsten Mal. Von daher, wer noch mehr Bilder sehen möchte, natürlich auch gerne noch auf Instagram etc. beim Louis vorbeischauen und auf der Webseite gerne natürlich auch buchen, falls ihr zufällig Koch seid und Bilder von euren Sachen braucht. Gar kein Thema, gerne anschreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.